Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von First Cast TV. Ich sehe zumindest aus wie ein Michelin-Männchen. Es liegt daran, dass heute sehr kalt wird. Wir fischen nämlich nicht vom bequemen Boot oder am Ufer, wo wir rennen können oder laufen können, sondern heute machen wir eine Bellyboot-Folge mit dem Thais, den kennt ihr schon alle, ja. Und Waxen. Something new. Something new. Hatten wir noch nie auf dem Channel. Also, wir gehen erstmal ins Wasser und dann erklären wir euch mehr. Eieiei. Ich liebe das Bootsangeln, muss ich sagen. So sieht's aus. Rennt man hier rum mit so einem Teil hinten dran und dann frierst du den Arsch ab. Nein, nein. Mal gucken, wie es wird. Ich habe das echt noch nie gemacht. Einmal habe ich schon gemacht. Aber es ist schon lange her. Ich bin gespannt. Since we are lazy and want to fish some further distances, we got a Flow Plus motor today, so we don't have to pedal, maybe to stay on the spot, but it's the only thing. So we can go from spot to spot with the motor. Put it in the other direction for Becky. Yeah. The other way around, please. It doesn't go like that. Yeah, it's a smart system. Yeah, and this is the easiest thing. You don't have to turn it on, it's just like, just plug it in. Oh, perfect. Click. Have the remote. Perfect. You can put it on. Nicht schlecht. Bluetooth, Single. Das einzig Blöde daran ist, dass wir, also uns jetzt schon kalt, ein bisschen paddeln würde uns, glaube ich, nicht schlecht tun. Ich muss echt sagen, man sitzt hier richtig gut drauf. Beim letzten Mal, danke Thais, so könnte ich mir das gefallen lassen. Beim letzten Mal, als ich Bellyboot fischen war, weiß ich, hat mich das so genervt, dass man so komisch drin gesessen hat, aber hier sitzt man richtig gut. So we switched with the design. This part of the bottom of the belly boat, it goes backwards a little bit. Yeah. So you don't feel like falling over. Yeah, it's perfect. And the strap, you only have to put it once, how you like to sit, and it will hold. I really like it. Why is it not working? So they are learning how to do the directions. So let's go fishing, help them a little bit more maybe with the steering, and hope for some perch. Ein Rückspiegel wäre nicht schlecht. Wer die Formation verlässt, stirbt. So, erster Wurf, Carolina Rig. Mal gucken, was das wird. Natürlich hier semi-optimal, wenn man ehrlich ist, aber naja, gucken wir mal. Muss mich erst noch dran gewöhnen. Thais steht da so schön auf einem Spot und ich eier hier so rum. Mal gucken. Ja, es ist deutlich windiger als gedacht und das macht die ganze Angelegenheit hier ganz schön schwierig. Ich habe meinen Motor jetzt einfach mal auf Stufe 20 gestellt und versuche mich ein bisschen in den Wind zu stellen, weil sonst treibt man hier auf der Stelle ab. Aber ich denke, wenn wir uns jetzt hier mal so eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde in diese Angelei mit dem Bellyboot und dem Motor reinfuchsen, dann klappt das auch. Weil so ist das alles noch ein bisschen holprig und wackelig. Fisch! Fisch! Big perch! Big perch! Yes! Ja! Creature hat geliefert. Ich habe so kalte Hände, dass ich es nicht mehr geschafft habe, den Kescher aufzumachen. Oh, was für ein geiler Fisch, ey. Guckt euch den an. 45 hat er sicher. Auf die Creature am Carolina Rig. Ein absoluter Winterköder, 10,05. Der hängt auch richtig gut. Oh nee, krieg ich gar nicht ab hier. Da. Ist das nicht geil? Guckt euch diesen schönen Fisch an.
Nice. Super, ich bin so happy. Genau 55, also was heißt genau 55? 55. Genau 45, also so genau wie man hier messen kann. Aber ein wunderschöner Fisch. Und der darf jetzt wieder schwimmen. Und dann gibt es hoffentlich den nächsten. Mein erster Bellyboot-Barsch und der hatte gleich 45 plus. Also er war 45 und ich würde sagen, naja, ein paar zerquetschte. Ja, nicht mal 5 Minuten am Spot und Dustin fängt direkt so einen schönen Winterbarsch. So kann es losgehen. Das macht Zuversicht für den Tag. Ich tue mir immer noch ein bisschen schwer, mich hier auf der Stelle zu halten, aber wird schon. Ja, jetzt haben wir ein kleines Problem. Ich muss aufs Klo. Und ich habe mir jetzt die letzten 5 Minuten Gedanken gemacht, wie ich das hier on board lösen könnte. Gibt's aber meiner Meinung nach keine Lösung. Zumindest nicht im Winter, wo ich nicht die Gefahr laufen darf, dass ich hier reinfalle. Was machst du? Geh aufs Klo. Regel Nummer 1, niemals vorwärts laufen mit den Flossen. Immer rückwärts. Fisch! Ui! What the fuck is that? Is it my personal best, bro? Yes! Woohoo! So, wir sind jetzt mal hier rangefahren, damit wir ein bisschen mehr Ruhe haben. Und ich habe hier einen richtig fetten Winterbarsch am Start. Ist das ein geiler Fisch? Ah, that's a nice fish, right? Good fish. Very beautiful. Perfectly hooked. Und guck mal hier. Critter. Creature hat's wieder geregelt. What do you think? How big is it? 47.5. Okay, let's check it. Oh, is it beautiful. Can you open it? No! Das war nicht so schlau. So, messen können wir den leider nicht. Wir haben nämlich gerade das Measure Board versenkt. Aber ein wunderschöner Fisch. Guckt euch den mal an. Ich bin so happy. Creature, dicker Barsch. Das ist eine gute Kombination. So, das ist der schönste Moment. Guckt euch diesen dicken Fisch an. Schau, mein Großer. Und schon wieder die nächste Kanone von Dustin. Richtig schöner Barsch. Ich habe ihn gar nicht richtig gesehen, weil ich recht weit weg war. Aber ich glaube, das war ein richtig guter. Und ich glaube sogar seinem Schrei zu urteilen nach noch größer als der erste. Geil, ey. Und wir sind jetzt vielleicht seit 30 Minuten am Angeln. So kann es weitergehen. Ja, die erste Stunde auf dem Boot und ich habe fast keinen Akku mehr. Alle haben noch Akku, außer ich. Ich weiß nicht, was hier passiert ist. Ich bin noch der leichteste von allen. Ey, hoffentlich komme ich heim. Weißt du, noch nicht mal einen Fisch gefangen, aber einen Akku schon leer gemacht. So habe ich mir das nie vorgestellt. So, neuer Spot. Probier mal kurz Twitch-Bait, auch wenn Carolina mir gute Erfolge gebracht hat. Mal gucken, ob da ein bisschen was drauf geht. So, wir sind am nächsten Spot angekommen. Und ich habe es Gott sei Dank mit meiner Batterie geschafft. Ich fische Carolina Rig mit der Creature 4 Inch. Das sind wir jetzt mit dem Twitch-Bait. Mal schauen, ob hier auch ein Barsch kommt. A lot better with the wind. Here it's easier to keep contact with the bottom. And if you get a fish, so a little bit shallower, a little bit more boring with drop off. But place holds fish. Already saw some fish on the bottom. Now I can see 2 dots again, really to the bottom. But yeah, I think we can catch one here. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin echt begeistert vom Bellyboot-Angeln. Ich war echt richtig skeptisch. Aber jetzt macht mir das sehr viel Spaß. 2 schöne Fische gefangen. Man ist nah am Wasser, man hat das Gefühl, man verscheucht die Fische nicht so. Und ich glaube, dass ich mir sogar eins kaufe jetzt. So, wieder Carolina Rig. Habe ich ganz gut mitgefangen. Ich habe hier immer einen kleinen Trick. Und zwar nehme ich keinen Wirbel hier oben,
sondern 2 richtig starke Stopper. Und somit kann ich die Vorfachlänge variieren. Mal ein bisschen kürzer, mal ein bisschen länger. Jetzt mache ich es mal ein bisschen kürzer. Ist eigentlich ganz cool. Gucken wir mal, ob da einer geht. Ich bin gespannt. Jetzt war eine halbe Stunde Ruhe, aber der Start war auch so gut, ich will mich nicht beschweren. Geh nicht so weit weg, dein Akku ist gleich leer. Dann musst du paddeln. Der ist am Arsch, der Arme. Der hat kleine Paddel und kein Akku mehr. Der wird heute Abend Muskelkater haben. Der Waxen, aber ist nicht so schlimm, der wollte eh Sport machen, deswegen ist okay. Ist das geil. Ist das geil. Ha, wisst ihr, was ich jetzt gefangen habe? Das ist so lustig. Ich habe einen Carolina Rig gefangen. Und der Köder, ich war hier vorher nie mit dem Köder angeln, also von mir ist es nicht. Und der Köder ist einfach eine Creature. Das ist eigentlich ein lustiger Zufall. Creature fängt Creature. Noch hat sich leider kein Barsch bei mir blicken lassen. Ich klopfe hier ganz akribisch den Grund mit meinem Carolina Rig ab. Aber will nichts hängen bleiben und ich muss schon wieder aufs Klo. Das ist nicht mal eine halbe Stunde her, dass ich auf dem Klo war. Jetzt muss ich schon wieder. Aber jetzt werden die Backen zusammengekniffen. Ich kann nicht jetzt schon wieder rausmarschieren. Weil das letzte Mal, als ich rausmarschiert bin, hat er das in den Großen gefangen. Weil nur der Köder, der im Wasser ist, kann auch fangen. Deshalb keine Pingelpausen mehr jetzt. Ja! Schöner Barsch. Nice perch. Are you coming with the net? Yes! Ja! Ich bin so happy. The man today. Jesus! On the curly tail, on the Raven. You said it's too big. Boom! Ja! Da ist er. Auch wieder ein 45er, würde ich sagen. Kleiner als der davor, aber wunderschöner Fisch. Und man sieht es hier. Ich habe gerade den Köder gewechselt auf den Raven. 5 Inch. Super geiler Fisch. Tschüss. Very nice fish. Hey, Thank you. good job. Thanks. Can you leave some for Felix and me? Of course. If you want, I leave it for you. Was ist hier schon wieder los? 3 Barsche über 45. Mega geil. Und habe es gerade schon mal gesagt, im Winter beim Carolina Rig angeln habe ich gerade die ganze Zeit mit der Creature geangelt, 2 schöne Fische gefangen. Und jetzt auf einem relativ großen Wogen unseren Raven gewechselt. Thais meinte, 5 Inch ist ganz schön groß. Und ich dachte, im Winter nehmen die so Dinger sehr gern. Und der Biss kam super hart. Da geht bestimmt noch einer. So, jetzt geh weg hier. Ich will noch ein paar Fische fangen. Tschüss. Nein, nein, nein. Nein! Was denn? Oh no. Hast du eine Rute versenkt? Ja. Hey, so ein Mist. Jetzt hat das denn seine Rute versenkt. Ich mache mir gleich mal einen Chick hin und dann versuchen wir das Ding da irgendwie wieder rauszufischen. Mist, ey, das ist natürlich ärgerlich. Aber keine Sorge, wir geben unser Bestes und holen das Ding jetzt irgendwie. Glaube ich nicht, dass wir das rauskriegen. Sicher. So, das passiert hier halt auch nur vom Bellyboot, ne? Ich bin echt begeistert vom Bellyboot-Angeln. Ich glaube, dass ich mir sogar eins kaufe jetzt. Okay, new fishing technique. Pelagic fishing for a casting rod. I can see it on my sonar, but so hard to get.
glaube, das ist das erste Mal, dass ich die Live-Technik, Live-Scope richtig gut finde. Also wenn er das jetzt kriegt, dann hat er sich ein fettes Essen verdient. Oder noch mehr. No, I like it now. I love it. Now I love it. Ja, die Rute haben wir leider immer noch nicht. Und einen Fisch gab es bei mir auch noch nicht. Könnte besser sein. Ja, Thijs macht das 3-mal die Woche mit Fischen, die sich dann auch noch bewegen. Ich habe große Hoffnung, dass er das schafft, aber er sieht gar nicht mehr so zuversichtlich aus. Ja, sieht nicht gut aus. Thijs gibt alles und trotz Live-Scope ist sie bis jetzt leider noch nicht hängen geblieben. Wir versuchen es noch ein paar Minuten weiter. Hoffentlich kommt die Rute noch. Wäre sehr, sehr ärgerlich. Sieht nicht gut aus. Oh Mann, ey. Wir haben ein bisschen gehofft, dass wir die wieder kriegen. Fish! Big one! Nice strike. So, der nächste Fisch. Wieder auf dem Raven. Während Thijs versucht hat, meine Rute zu fangen, habe ich parallel ein paar Würfe gemacht und den gefangen. Jetzt hört Thijs auch auf, die Rute zu suchen. Wir haben sie als verloren akzeptiert. Ärgert mich natürlich, aber gut. Dafür wurde ich jetzt hier mit einem schönen Fisch entschädigt. Oh, ich habe so kalte Hände, ich kriege das gar nicht hin. Wieder ein schöner, großer Fisch, dickes Kaliber. Ah, da ist er. Hui, ich komme mal ein bisschen näher, sonst sieht er aus wie ein 15er. Aber der wird auch so 45 haben. Ah, wunderschöner Fisch. Und guck mal bitte hier, komm mal her, guck mal hier ins Maul. Ja, der Raven voll weginhaliert. So ein Wurm, 5 Inch, ein großer Köder, aber man sieht, für so Winterbarsche gar kein Problem. Enthaken den Jungen hier ganz kurz und dann kann ich euch noch mal was zur Technik und zum Köder erzählen. Da ist der Köder, 5 Inch Raven am Carolina Rig, richtig gut. Ich denke auch so ein 45er, Maßband ist weg, der darf schnell zurück. Ich bin super happy, für mich läuft es heute richtig gut. Der 4. 45er Barsch, 45 plus Barsch. Und was mich besonders froh macht, auf unseren neuen Raven, noch gar nicht lange auf dem Markt. Super geil. So, also das Carolina Rig, was jetzt wirklich sehr effektiv ist, lasse ich zum Boden sinken. Spüre ich hier mit dem Finger in der Schnur. Und dann, wenn es unten ist, versuche ich gar nicht, das Blei abzuheben, sondern ich schleife es auf dem Boden. Und da ja, eignen sich Köder wie der Raven, also ein Curly Tail oder die Creature sehr gut. Eine normale Craw funktioniert auch. Ich kurbel 2 Kurbelumdrehungen, schlag vielleicht ein bisschen mit rein und merke dann auch immer den Grund. Ne? Also deswegen fische ich relativ schweres Carolina Rig. Also ich habe jetzt 14 Gramm hier drauf und lasse den dann auch manchmal kurz liegen, so 1 Sekunde, 2 Sekunden und dann schleife ich ein bisschen weiter. Und das Besondere ist, wenn du einen Biss bekommst, das Gute ist, dass er erstmal kein Gewicht hat, keinen Widerstand und deshalb kann man auch ein bisschen länger mit einem Anhieb warten. Und wenn man einen Biss bekommt, versuchen den Impuls zu unterdrücken, dass man jetzt einen Anhieb setzt und dann 1 Sekunde, 2 Sekunden warten, Anhieb setzen und Fisch fangen. Hat heute ganz gut geklappt. Ich habe 1-2 Mal aus Reflex natürlich wieder direkt angehauen. Habe auch gleich die Quittung dafür bekommen, aber 4-mal hat es geklappt. Soll ich zur Creature zurückgehen oder soll ich beim Raven bleiben? Also ich werde ein bisschen weiter mit dem Raven fischen, aber du hast ja mit der Creature, aber du hast ja bewiesen, dass der Raven auch richtig fängt. Ein letzter Spotwechsel und dann geht's nach Hause. Ich muss jetzt hier alles geben an dem Spot, weil ohne Fisch will ich nicht nach Hause gehen. Dustin hat so krass vorgelegt.
Er kann doch nicht sein, dass ich da nicht auch irgendwie anfange. Nagt ein bisschen am Ego. Ich habe hier vorhin mit einer Creature gefangen, deswegen werde ich wahrscheinlich auch gleich wieder wechseln. Aber Raven hat mir eben 2 schöne Fische gebracht. Deswegen wird er als erstes ins Rennen geschickt. Oh, ich bin gespannt. Hoffentlich kommt da einer. The day has gone really well for Dustin, but I also want to fish. So hopefully I can get it here, and otherwise maybe next time, but we don't give up. I know they're here, let's try. Yep. Good one. Wow, dude. 50? Close. Well, that took some time, but first fish of the day is one to be there. Jesus, look at it. Deep down there, you can see the creature in black with blue color. I don't know what the name is, but really good fish. Yeah, there it is. The bait moving around. Big perch. Okay, let's release it. I think it's 49, maybe 50. We don't have the measuring, but wait. Can do this real quick. It is until here. Roughly, not precisely. Woo. Big fish. There it goes. Yes! Sick, man. Nice. Congrats. Thanks. Congrats. Ja, dieser ultra fette Barsch war der gebührende Abschluss heute. Wir haben einen halben Tag geangelt, 5 richtig schöne Fische gefangen. Wir haben aber auch viel investiert. Eine Route liegt jetzt hier auf dem Grund des Sees. Naja, manchmal ist es so, Pech gehabt, ärgere mich ein bisschen, egal. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ihr noch ein paar Infos zu diesem Float Plus Bellybooten haben wollt, ich bin ein richtig großer Fan, muss ich sagen. Hätte ich nicht gedacht, weil ich kenne es nur, dass man so komisch sitzt. Hier sitzt man richtig gut drin. Guckt mal in die Videobeschreibung. Wir sehen uns nächsten Sonntag. Haut rein, bleibt gesund. Ciao.